Ja, da hatten wir ja aufgehört dann, gestern. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Der Pen and Paper kann auf jeden Fall mega Bock machen. Ich fand das ja auch immer mega geil, als wir das gespielt hatten. Ob das jetzt Tias gewesen ist mit Dashi und Teron und oh, wer war nochmal der Spielleiter? Ich hab's vergessen. Oder als wir Alien gespielt hatten. Das Pen and Paper. Ich finde es ja immer noch ultra schade, dass keines von den beiden Sachen jemals weitergespielt wurde. The writer of the first word, not the writer of the last, with the terror of the light and the shadows cast. The third eye now open to project the night, this is the moment to write. This is the ritual to lead you on, your friends will meet him when you are gone. Ja, Tiers und das Alien-Ding waren ja auch super einsteigerfreundlich, aber ich finde auch, dass ein großer Faktor für sowas sind auch immer die, Spielleiter, Dungeon Master, wie auch immer man sie nennen möchte. Ich finde, da ist noch mal, da kommt noch mal viel dazu. Wenn du einen beschissenen Spielleiter hast oder sowas, dann, ne? Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. Muss ich sagen, das Spiel macht einen unfassbar guten Job, dass ich echt Bock kriege auf das Max Payne Remake, an dem sie ja auch aktuell arbeiten. Frag mich, wo ich jetzt rauskomme. Late nights, you and here. Ach, ganz am Anfang der U-Bahn. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Einfach 1:1 Alan Wake 1 Intro. The station had changed. I was closer now. Übrigens, ich war jetzt ja wirklich einfach die ganze Zeit blind. Rechts diese Glühlampen, die waren von Anfang an, oder was heißt von Anfang an, die waren später ständig da, aber ich war einfach blind und hab die nie gesehen. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Da ist noch irgendwas. Und das ist noch ein Point of Interest. Wie komme ich da genau hin? Noch eine verschlossene Tür. Hier ist auch noch irgendwas. Hoch. Links. Ich will aber nicht den Weg von der Polizeistation laufen. Vom Polizeiauto, weil da ist ein Gegner, da habe ich keinen Bock drauf.
Doch, der Klicker auch so geil neu gemacht. Holy shit. I love it. U-Bahn brauche ich ja nicht mehr. Weg damit. Da habe ich wieder meine vollen Lämpchen. Kapazitäten. Wie lief denn eigentlich No Man's Sky heute? Geradeaus im Grunde. Klar, die Leiter hoch und so, ne? Erfolgreich questen und erkunden oder eher so, naja. Geradeaus. Ist das über die Leiter? Nee, über die Leiter war es nicht. Da war nur ein Echo. Ja. Da gibt es ja nur den Weg hier runter. Aber mies direkt nach der Tür zu verstecken, Kollege. So, dann von hier, da kann ich ja quicksaven, das machen wir auch einfach mal. Ja, du bist... einer der Säcke. Was noch draufgegangen? So, wie ist das jetzt hier? Links. Dann sind wir wieder bei Breaker. Beim Sheriff, der verloren gegangen ist. Ist nichts Neues zu sagen? Ich nämlich auch nicht. Nee, da ist jetzt gerade... Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, ihr Dreckschatten? Habe ich schon. Ah, jetzt schlecht.
Hier muss irgendwo noch irgendwas sein. Ich beim letzten Mal nicht gefunden habe. Die Frage ist natürlich, was. Was habe ich hier? Guck mal, ich bin schon wieder komplett weg davon. Oder sind das ist wirklich die Words of Power, die ich noch nicht habe? Aber müsste ich doch eigentlich. Ja, ansonsten muss ich damit leben, dass ich da nicht alles gefunden habe. Ist ja auch okay. Ich mache ja keinen 100% Durchlauf. Point of Interest. Drüben ist ja auch noch so ein Ding. Weil ich gleich mal wieder am Blindfisch und habe eine Leiter übersehen. Das ist eine Polizeiauto gestern, Ich glaube, da oben war ich noch nicht, oder? Doch, da war ich auch schon. Das hat mir noch gefehlt. Das habe ich da war ich letztens aber wirklich dann blind. Word of War. So, aber der Point of Interest, den habe ich immer noch markiert, ne? Ja, gut. Ist mir jetzt egal. Ja, komm, gehen wir zum Tower. Time loses meaning here. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God he picked up.
I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper to the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Ich dachte, Scratch wurde in American Nightmare besiegt. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Holy shit. Ganz schön fancy hier drin. Schwarz, Gold. Ein edler roter Fahrstuhl. Keine Treppen. Weiß ja nicht, ob der Brandschutz dazu geil findet, sag ich ganz ehrlich. Keine Fahrstuhlmusik. Belastend. Ihr Schweine. Das ist jetzt Kapitel 3. Das ist so komisch aufgeteilt. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Ich muss aber auch sagen, habe ich ja gestern schon erwähnt, ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht mehr dieses mit den Kapiteln aufgeteilt, das ist es ja noch, aber ich finde schade, dass es nach dem Ende vom Kapitel nicht nochmal sowas gibt wie Previously on Alan Wake, wo nochmal so alles ein bisschen kurz gefasst wird, was so bisher passiert ist. Das fand ich im ersten schon mega geil, ist hier leider nicht dabei. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Pick photos for exhibition posters. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Er ist ein Doppelgänger. Am Ende von Alan Wake hieß es, dass er dich jetzt ersetzt, mein Freund. Das hat Thomas Zane dir so erzählt. Oh, ich hoffe, Holdi guckt nicht zu, sonst spoilere ich ihm gerade hier alles. Muss aufpassen, was ich erzähle. This is the door to my study, where I wrote my books. Bruder hat dich ein bisschen verändert. Oder hat einfach eine neue Bude. Yo, Bruder. Also du merkst einfach, dass du alles richtig gemacht hast, wenn du keinen Fernseher mehr hast, sondern einfach nur eine Leinwand und einen fucking Beamer. Wobei ich tatsächlich von einem Bekannten, der hat das so. Der hat halt eine Stelle von der Wand weiß gestrichen, komplett weiß gestrichen. Und der Rest vom Zimmer ist halt ein bisschen anders gestrichen, aber die eine Stelle ist weiß und der Beamer ist genau eingestellt auf die weiße Stelle. Und das ist im Grunde, da ist im Grunde der Fernseher und so was angeschlossen.
Der hat sich nicht mal einen Fernseher gekauft. Alice's video camera. Ich glaube nicht, dass No ich memory card inside. mit einer U-Bahn-Ticket und mit einem Schlüssel von einem Hausmeister bei der Kamera nicht weiterkomme. Typewriter. Video Art Doc on Screens. Mult. Focal Point in the Dark Place. Focal Point of the Dark Place. Was auch immer das genau heißen soll. I don't get it. Bright Falls Blend. Natürlich hat er den Kaffee von Bright Falls. Part 1. Alice's memory card. Also im ersten Teil sah die Bude auf jeden Fall noch anders aus. Vielleicht ist er in der Zwischenzeit umgezogen gewesen oder so. Ja gut, wir haben auch die Bude nur in der Vergangenheit gesehen, muss man dazu sagen. Von daher. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film.
people. The world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Aber auch interessant, dass für sie die ganze Geschichte wohl bezüglich, als sie im Dark Place war und wieder freigelassen wurde, einfach im Grunde so ein Schnipser war und Alan war einfach weg. Und die ganze Zeit dazwischen, die Woche, die hat wohl nie existiert. Wenn man dazu sagen kann. Wie will man geschlafen hat und am nächsten Tag wieder wach wird. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. God damn it. Ich glaube, den Song hatten wir gestern schon. Ja, da bin ich mir eigentlich sicher. Den hatten wir gestern schon auch. Wieder bei Saga. Saga! Entschuldigung. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker,
I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Synchro so fucking gut, Mann. Dieses simultane Kaffee trinken immer, ey. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Da kommt nochmal das Thema mit der Tochter, die ertrunken ist, rein, glaube ich. Was uns Rose erzählt hatte. It's insane. And there's so much of it. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Der Klicker ist kein Ort, der Klicker ist ein Gegenstand, Fräulein. Meine Güte, hast du noch nie Alan Wake... Oh, egal. Where is the clicker? Meine Güte, hier die Akten, also hier so, das wird ein bisschen voll. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Das langweilig wäre. Oh Gott, jetzt haben wir hier aber einiges. How does the story change reality? Rules. The Dark Place. Bit by bit. The Dark Place. There's an entity inside of the Dark Place called the Dark Presence. Flashlight seems to weaken Taken. And the form of the Dark Presence is editing Wake's story. Wieder da falsch. Ja, das ist also the Dark Presence. Oder auch nicht. Jetzt. Ja, das ist auch da unten dann. Meine Güte. Ja, das ist die Dark Presence hier. Yep. Okay, irgendwas scheine ich noch nicht gefunden zu haben, um das Ding zu nutzen. Have you ever heard of the Cult of the Tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness.
Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Mhm. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. The cult could be followers of Scratch. They have the clicker after all. Who's involved? Nee. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Standing inside the trailer at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her, her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air, but she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Aber was für ein Trailer? Ich kann mich nicht daran erinnern, als wir da unterwegs waren, dass ich einen Trailer gesehen habe. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal.
This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. From now on, you can switch between Alan and Saga stories via the bucket in the janitor's break room. Feel free to play in whatever order you choose. Ooh. Ich kann mir also aussuchen, wo ich jetzt zuerst weitermachen will. That's interesting. Ich glaube... Ich würde mich entscheiden für Alan. Leute.